Wenn ihr in den letzten Tagen auf Facebook und YouTube unterwegs wart, ist euch vielleicht Folgendes aufgefallen. Ein kurzer Film über die sogenannte Indoor Generation. Darin wird davor gewarnt, dass wir Menschen heute 90% unserer Zeit in geschlossenen Räumen verbringen und was für negative gesundheitliche Folgen das haben kann. Erschreckende Informationen also, und die treffen bei vielen Menschen einen Nerv. Das Video wurde in den sozialen Netzwerken in kurzer Zeit rund 25 Millionen Mal gesehen und Leute kommentieren begeistert: Wow, so habe ich da noch nie dran gedacht. Habe ich mir vorher gar keine Gedanken drüber gemacht. Darüber sollten wir nachdenken. Nobelpreis für dieses Video. Und ganz ehrlich, wenn ich solche Bilder sehe von verbrauchter Luft und Staub und Chemie im Zimmer, so, ich kriege direkt Beklemmungen und denke mir so: Oh mein Gott, ich kriege keine Luft, ich kriege keine Luft. Und natürlich drücke ich am Ende des Videos total dankbar auf den eingeblendeten Link, weil ich unbedingt völlig außer Atem wissen muss. Was kann ich tun? Die Homepage gibt wertvolle Tipps, wie man das Problem angehen sollte. Achten Sie auf Fenster und Türen, die mehr Tageslicht in Ihren Raum bringen. Achten Sie vor allem darauf, dass sich alle Fenster vollständig öffnen lassen. Achten Sie auf eine intelligente Nutzung von Fenstern. Überlegen Sie, ob Sie mehr Fenster oder Türen einbauen können. Überlegen Sie, ob Sie das Dach ausbauen. Also neue Fenster und Dach ausbauen wären jetzt ehrlich gesagt nicht die ersten Sachen, auf die ich gekommen wäre bei diesem Problem. Also zumindest so wie ich es verstanden habe, ging es ja darum, dass man mal wieder wirklich rauskommen sollte, dass man nicht die ganze Zeit indoor verbringt. Und jetzt kommen solche Vorschläge, dass man sich seine eigene Wohnung quasi so um- und ausbauen sollte, dass man sie theoretisch noch weniger verlassen müsste. Aber vielleicht liegen diese etwas unkonventionell anmutenden Vorschläge auch daran, dass dieses dramatische Video eben von keiner Gesundheitsbehörde oder NGO kommt, sondern von der privaten Firma Velux aus Dänemark. Und falls ihr euch fragt, was diese Firma von euren Fenstern oder von eurem Dach will, Velux ist der weltweit größte Hersteller von Dachfenstern. Um fair zu bleiben, was die Verbesserung der Luftqualität im eigenen Leben angeht, gibt es auf der Internetseite auch einige heiße Insider-Tipps. Zum Beispiel, dass man möglichst nicht in der Wohnung rauchen sollte oder dass man ab und zu spazieren gehen könnte. Aber immer wieder geht es um die enorme Bedeutung von Fenstern, inklusive Verlinkung zu den wahnsinnig praktischen Lösungen von Velux. Aber hier merkt man schon, es ist letztlich übliches Marketing. Ja? Also man warnt vor einem Problem und schiebt die Lösung dieses Problems gleich als eigenes Angebot hinterher. Gemüse schneiden ist anstrengend, nicht mit unserem Gemüseschneidedingsbums. Sie brechen sich jede Nacht beim Schlafen den Hals, nicht mit unserem Simsalabim Zauberkissen. Und die Velux Indoor Generation ist genau dasselbe, nur mit schöneren Bildern und dramatischerer Musik. Stickige Luft zu Hause, nicht mit Velux-Fenstern. Dazu kommt, auch wenn der Film den Eindruck erwecken könnte, dass hier brandaktuelle neue Informationen ans Tageslicht befördert werden, ja, von einer mutigen Kampagne, so nach dem Motto: Wir decken auf oder haben herausgefunden, Menschen verbringen 90% ihrer Zeit in geschlossenen Räumen, Hilfe. Diese Zahl ist nicht neu. Die Europäische Kommission beispielsweise thematisierte das bereits im Jahr 2003, also vor 15 Jahren. Das war schon damals keine erfreuliche Nachricht, aber offenbar hat es bis heute gedauert, dass irgendeiner Marketingagentur aufgefallen ist, dass man diese uralten Zahlen auch heute noch astrein instrumentalisieren kann, um Leuten Angst zu machen und ihnen verdammte Fenster anzudrehen. Das Indoor Generation Video ist gelungene Werbung, aber es ist und bleibt Werbung. Dass man Leute darauf hinweist, dass frische Luft und Bewegung ja eine feine Sache sind, also tippitoppi, kann man nichts gegen sagen, bin ich mit an Bord. Aber inwieweit die Lösung des Problems, dass Menschen sich zu oft in geschlossenen Räumen aufhalten, darin besteht, dass man sich für viele tausend Euro neue Fenster in seinem Zuhause installieren lässt, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Mal abgesehen vom Hochsommer sieht es für viele Menschen so aus. Wenn man morgens aufsteht, ist es dunkel, den Großteil des Tages verbringt man auf der Arbeit, außerhalb der eigenen vier Wände, und wenn man abends nach Hause kommt, ist es schon wieder dunkel. Von den tollen neuen Fenstern daheim, die extra viel Tageslicht reinlassen, hätte man im normalen Alltag so gut wie nichts. Außerdem sollte es ja gerade nicht darum gehen, dass man sich sein Zuhause weiterhin so umbaut, dass dieses Draußensein nur simuliert wird, dass man so wenig wie möglich die eigenen vier Wände verlassen muss. Ein neues Fenster, durch das ein bisschen mehr Licht fällt, ist schließlich kein Ersatz für die echte Welt vor der Haustür. Natürlich kann man viele Jahre alte Erkenntnisse mit großem Tamtam und traurigen Kinderaugen als vorgeblich tiefgründige und sozialkritische Viral-Werbekampagne inszenieren, bis man sogar Greenpeace Charity-mäßig behauptet, wir retten die Indoor-Generation.
Aber zumindest für mich persönlich macht es nicht den Eindruck, dass hier tageslichtarmen, hilfsbedürftigen Menschen die Hand ausgestreckt wird, sondern vielmehr, dass eben mit dieser Hand die eigenen Kumpels bei der Werbeagentur abgeklatscht werden, dass sie es tatsächlich geschafft haben, und das ist nicht leicht, den Einbau von Fenstern tatsächlich als eine Art gesellschaftliches Statement darzustellen. Respekt.